Doms Wheel World. Hi, das ist günstige Rollstuhlräder selber bauen Teil 2. Heute zeige ich euch, wie man Greifringe montiert und demontiert und wie man Steckachsen richtig einstellt. Übrigens findet ihr zu jedem unserer Videos in der Videobeschreibung eine Übersicht. So könnt ihr schnell an die Stelle kommen, die euch interessiert. Los geht's nach dem Intro. Los geht's mit dem Demontieren der Greifringe. Hier gibt es unterschiedliche Systeme. Wenn bei euch innen am Rad Schrauben herausschauen, auf die Muttern gedreht sind, dann braucht ihr für diesen Arbeitsschritt die blanke Felge ohne Reifen und Felgenband. Ihr findet im Felgenbett die Schraubenköpfe, die ihr beim Demontieren des Greifrings mit einem Schraubenzieher oder Imbusschlüssel gegenhalten müsst. Es kann auch sein, dass ihr hier nur Schraubenköpfe findet, dann könnt ihr den Greifring montieren und demontieren, während der Reifen auf der Felge ist. Egal welches dieser beiden Systeme ihr habt, löst ihr einfach nacheinander alle Schrauben und könnt dann den Greifring von der Felge nehmen. Beim Montieren des Greifrings gibt es schon etwas mehr zu beachten. Es kann zum Beispiel sein, dass die Laschen am Greifring auf einen etwas anderen Felgendurchmesser angepasst sind, weil dort beispielsweise Distanzstücke montiert sind oder die Felgen nicht exakt denselben Innendurchmesser haben. In dem Fall kann es nötig sein, die Laschen am Greifring etwas zu biegen. Dabei sollte man aber sehr vorsichtig sein und das nur Stück für Stück machen. Außerdem kann man den Greifring in unterschiedlichen Positionen montieren. Wie man hier sieht, ist ein Langloch und noch eine weitere Bohrung in der Lasche. Man kann ihn also enger am Rad montieren oder weiter weg. Ich habe bei meinen Trekkingrädern die weite Position gewählt, damit ich mir die Hände an den Reifen nicht so leicht schmutzig mache, und für meine Innenräder die enge Position, damit der Rollstuhl einfach so schmal wie möglich ist. Bevor ihr den Greifring am Rad montiert, solltet ihr darauf achten, ihn auf der richtigen Seite zu montieren. Dort, wo das Kugellager bündig mit der Oberfläche ist, ist meistens die Innenseite des Rades. Danach bringt ihr die Laschen am Greifring an die dafür vorgesehenen Montagepositionen im Rad. Dazu kann es notwendig sein, die Laschen ein bisschen mit der Hand zusammenzudrücken, damit der Greifring in die Felge rutscht. Im nächsten Schritt würde ich immer empfehlen, alle Schrauben erstmal durchzustecken und leicht anzuschrauben, damit sie an Ort und Stelle bleiben. Erst im nächsten Schritt würde ich die Schrauben dann fester anziehen. Wenn man das Langloch nutzt, sollte man immer darauf achten, dass der Greifring rundherum in derselben Position angebracht ist. Dazu klopfe ich hier rundherum aufs Rad, damit es komplett runterrutscht. Beim Festziehen der Schrauben solltet ihr die Reihenfolge wählen, die ich euch hier links oben eingezeichnet habe. Ihr solltet die Schrauben über Kreuz anziehen, um den bestmöglichen Rundlauf des Greifrings auf dem Rad zu erhalten. Wenn alle Schrauben fest angezogen sind, kann man noch einmal kontrollieren, ob der Abstand zwischen Greifring und Felge rundherum gleich ist. Wenn das der Fall ist, ist der Greifring einsatzbereit. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr eure Steckachsen richtig einstellt. Wie ihr die Steckachslänge, die ihr benötigt, herausfindet, habe ich euch ja bereits im Teil 1 von diesem Video gezeigt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Steckachsen auf die richtige Länge einstellt. Beim Einstellen der Steckachsen verändert ihr die Länge zwischen der Sperrkugel und der Anschlagmutter der Steckachse. Wenn ihr eure Steckachse zu lang eingestellt habt, dann sieht das wie folgt aus. Ihr schiebt die Steckachse rein und obwohl die Steckachse ganz hinten ist, lässt sich das Rad auf der Achse noch hin und her bewegen und hat Spiel. In dem Fall müsst ihr die Steckachse ausbauen, unten mit einem Maulschlüssel gegenhalten und die Anschlagmutter
ein Stück im Uhrzeigersinn drehen. Damit verringert ihr den Abstand. Wenn die Steckachse zu kurz eingestellt ist, äußert sich das wie folgt. Wenn ihr das Rad auf den Rollstuhl steckt und die Steckachse ist bereits ganz hinten, kommt der Verschlussknopf nicht mehr komplett raus. In dem Fall ist das Rad nicht verriegelt und ihr könnt es einfach, ohne den Knopf zu drücken, vom Rollstuhl ziehen. Wenn das der Fall ist, baut ihr die Steckachse aus, haltet unten mit dem Maulschlüssel gegen und dreht die Anschlagmutter gegen den Uhrzeigersinn. Damit vergrößert ihr den Abstand zwischen Sperrkugel und Anschlagmutter. Beim Einstellen der Steckachsen würde ich immer Stück für Stück vorgehen, nicht zu viel auf einmal verstellen und auch öfters das Rad drauf und weg machen, um zu schauen, ob das Rad wirklich jedes Mal sauber einrastet und verriegelt ist. So, jetzt habt ihr ja Greifringe montiert und Steckachsen eingestellt. Unterstützt mich gern mit einem Like oder einem Abo und bei Fragen oder Anregungen schreibt gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.